Hallo und herzlich willkommen bei der Küchenhexe. Eine Joghurttorte mit Erdbeeren machen wir uns heute. Diese Torte passt wunderbar in den Frühling. Hoffen wir heute, dass er jetzt wirklich bald kommt, der Frühling. Das ist relativ eine einfache Torte. Wir machen einen Sandboden bzw. einen Biskuitboden, dann eine Joghurtcreme drauf und das Ganze werden wir mit ein bisschen Erdbeeren ausgarnieren. Es ist ganz einfach, was ihr dazu alles braucht, seht ihr zuerst einmal auf der Zutatenliste. Also ich würde sagen, wir starten gleich mit unserem Biskuitboden bzw. Sandboden. Aber zuerst schalten wir uns gleich den Backofen ein. Ich habe mir den auf 180 Grad Ober-Unterhitze schon einmal vorgeheizt. In unsere Masse kommt Dotter und ganze Eier hinein. Dotter habe ich mir schon vom Eiweiß getrennt. Jetzt noch die restlichen Eier in den Rührkessel. Ich mag es immer ganz gerne, wenn die Eier im Ganzen gerührt werden, dann ist das weniger Aufwand, wenn man kein Eiweiß separat schlagen muss. Also Eier und Zucker und das Ganze werden wir mal richtig schön schaumig aufschlagen. Hoppala! Wunderbar schaumig sind unsere Eier-Zuckermasse jetzt aufgeschlagen. Ich habe da jetzt sogar ein bisschen Salz dazu gegeben. Und dann geben wir noch ein bisschen Vanillepaste hinein und natürlich ein bisschen Zitronenabrieb. Und das nicht zu knapp, weil unser Boden von der Erdbeer, besser gesagt von dieser Joghurttorte, sollte natürlich schon ein bisschen Geschmack haben. Das rühren wir noch mal ganz kurz ein und dann geht es weiter. Wunderbar, so hell schaumig soll das Ganze sein. Und jetzt haben wir uns da vorbereitet Mehl und Backpulver und Stärkemehl. Beziehungsweise ich nehme immer ganz gern Vanillepuddingpulver, ist ja auch nur Stärkemehl mit Geschmack. Und da bekommt er halt eine schöne gelbe Farbe, unser Boden. Jetzt habe ich gerade vergessen, das Ganze werden wir uns aber hineinsieben mit einem Sieb, aber das muss ich gerade schnell holen. Bin schon wieder da. So, Mehl, Backpulver und Vanillepuddingpulver in das Sieb geben. Einfach einmal durchsieben. Dann sind keine Klümpchen und der Teig kann wunderbar aufgehen. Das Ganze nur unterheben mit einem Gummimambo oder mit einem Kochlöffel. Und da habe ich mir schon vorbereitet Butter. Die habe ich mal geschmolzen in der Mikrowelle. Sollte natürlich nicht mehr zu heiß sein, damit die Masse dann nicht zusammenfällt. Das geben wir dann zum Schluss hinein. So wunderschön untergemischt. Und jetzt werden wir unsere Butter, wie gesagt, lauwarm, nur noch kurz unterheben. Da habe ich mir schon eine Form vorbereitet. Ich habe heute eine 24er Form genommen. Das ist also eine mittlere Tortengröße und die mag ich immer ganz gerne. Die Butter nur kurz unterrühren, bis die Masse glänzt. Das passiert eigentlich relativ schnell. Wenn man sieht, so ein wunderschöner Glanz, dann ist es eigentlich genau richtig. Das Ganze füllen wir hinein in unseren Tortenring. Und dann geht es ab ins Backrohr. Da habe ich mal Gitter hineingegeben in die Mitte des Rohres. Und da werden wir unseren Boden hineinstellen. Ich habe da nur einen Tortenring. Da habe ich mein Backpapier drunter gegeben und das stelle ich ganz gern immer in diese Dartform hinein. Dann bin ich mir ganz sicher, dass nichts heraustropft. Also das Ganze ins Backrohr für ca. 35-40 Minuten. Immer wieder ein bisschen im Auge behalten, weil jedes Backrohr backt ein bisschen anders. Also bis später.
Der Boden für unsere Joghurttorte ist fertig. Ich habe ihn ca. 35 Minuten im Backrohr gehabt und das hat völlig ausgereicht. Er ist wunderschön flaumig geworden, passt total. Den habe ich jetzt bei der Mitte durchgeschnitten und ich werde mir da eine Hälfte davon einfrieren. Ich mag es nämlich ganz gern, wenn ich bei der Joghurttorte nur am Boden habe. Da brauche ich oben dann keinen Abschlussboden. Dann, da habe ich mir schon vorbereitet, Backpapier, dann wieder meinen Ring, meinen Tortenring und da habe ich mir ein Tortenrandfolie heißt es richtig, habe ich mir da hineingegeben. Wenn man das nicht hat, muss man das nicht unbedingt machen. Es ist halt einfach, damit die Creme da nicht am Metall bleibt, ist es, oder mit dem Metall in Berührung kommt, ist es vielleicht besser. Man könnte natürlich auch ein Backpapier hineingeben. So, jetzt werden wir diesen Tortenreifen wieder ein bisschen zusammen, auf diese Größe zusammendrücken, so wie halt der Boden ist. Damit unser Boden schön saftig ist, werden wir den ein bisschen mit Orangensaft tränken. Einfach ganz normaler Orangensaft. Man könnte natürlich auch irgendeinen Likör verwenden, wer das gerne möchte. Aber wenn die Kinder mitessen, und bei uns mögen die Kinder die Joghurttorte sehr gerne, deshalb nehmen wir lieber einen Orangensaft. Dann habe ich mal ein bisschen Erdbeermarmelade. Da kann man natürlich auch eine Marillenmarmelade verwenden. Habe ich mir da ein bisschen warm gemacht und das streichen wir jetzt auf unserem Boden. Das schaut nämlich ganz schön aus. Dann beim Anschnitt der Torte, wenn so ein ganz dünner roter Strich drinnen ist. Das gefällt mir aber ganz gut. Für unsere Fülle brauchen wir ein bisschen Gelatine. Ich habe mir die Gelatineblätter schon in kaltem Wasser eingeweicht. Das Wasser werden wir jetzt wegleeren. Und dann brauchen wir Zitronensaft von 3 Zitronen. Das gebe ich da dazu. Und in diesem Zitronensaft werden wir die Gelatine auflösen in der Mikrowelle. Die Gelatine habe ich mir jetzt mit dem Zitronensaft in der Mikrowelle erwärmt, damit es flüssig ist. Bitte ganz vorsichtig in der Mikrowelle. Da muss man immer ein bisschen schauen, dass man das ja nicht übersieht, dass es nicht zu kochen beginnt. Man kann es natürlich am Herd in einem kleinen Topf genauso erwärmen. Jetzt geben wir unser Joghurt in eine größere Schüssel. So eine Joghurttorte ist sowas herrlich Frisches und total einfach. Dann Zucker dazu, etwas Vanillepaste, das rundet den Geschmack immer ab. Kurz einrühren. Dann rühren wir unsere flüssige Gelatine mit dem Zitronensaft ein. Flott einrühren, damit ja keine Klümpchen entstehen. Das Ganze lassen wir jetzt 5 Minuten so stehen. In der Zwischenzeit werden wir uns die Sahne steif schlagen. Der Zucker hat sich wunderschön aufgelöst, auf das musste man ein bisschen achten, wenn man einen normalen Kristallzucker verwendet. Man könnte natürlich auch Staubzucker verwenden. Also Zucker hat sich aufgelöst. Und das ist ganz, ganz leicht, geliert es dann schon. Einfach ein paar Minuten Zeit geben, bevor man die Sahne unterhebt. Die Sahne natürlich auf 2-3 Mal. Ganz vorsichtig einrühren. Umso schönere, flaumigere Mousse haben wir dann. Diese Joghurtmousse kann man natürlich auch wunderbar in Gläser abfüllen und dann ein Erdbeerragout dazu oder sonst irgendein Obst- oder Beerenragout. Das ist eine tolle Nachspeise, ganz ein tolles Dessert. Aber natürlich eine Joghurttorte ist halt auch was Herrliches für den Sonntagstisch, für den Sonntagskaffee, wenn man Besuch hat. Und genau deshalb mache ich mir einen Boden und die eine Hälfte, wenn ich durchschneide, die eine Hälfte friere ich ein. Dann habe ich jederzeit einen Boden griffbereit
wenn ich so eine Torte mache. Noch ein kleiner Tipp. Optimal wäre natürlich, wenn man diese Torte einen Tag davor macht und wenn sie wirklich Zeit hat zum Festwerden im Kühlschrank über Nacht, das wäre halt optimal. Gut. Jetzt noch einmal, und jetzt wird es immer schöner, dicker, diese Creme, die ist total flaumig. Ganz, ganz köstlich ist das. Das gießen wir jetzt auf unseren Tortenboden. Einfach zuerst nochmal schauen, ob keine dicken Klümpchen von der Sahne mehr sind. Aber ich glaube, das passt schon ganz gut. So. Und das Ganze jetzt in unseren Tortenring füllen. Das ist richtig eine schöne, tolle Torte. Also natürlich kann man diese Joghurt-Torte auch mit anderem Obst genauso machen. Wie ich schon gesagt habe, beim Dessert auch Beeren oder Obst, was man halt gern hat. Ich mache sie eben ganz gerne so, dass ich die Joghurt-Torte nur als Joghurt-Torte habe und die Erdbeeren, das gebe ich dann erst drauf, wenn das alles ausgekühlt ist. Ich stelle das jetzt in den Kühlschrank und lasse es wirklich bis morgen durchziehen und fest werden. Aber das Erdbeerragout, das werden wir uns heute noch vorbereiten. Das machen wir jetzt dann gleich. Für unser Erdbeerragout, das wir dann morgen auf die Torte drauf geben, habe ich mir da ein paar Erdbeeren schon zugeputzt und die werden wir jetzt einmal mit dem Pürierstab aufmixen. Die Erdbeeren sind püriert und dass das Ganze natürlich richtig schön süß ist, geben wir da ein bisschen Staubzucker hinein. Aber ein bisschen was von der Säure braucht man auch wieder. Nur ein bisschen was vom Zitronensaft, damit die Farbe schön bleibt. Ein bisschen Vanillepaste wieder, das unterstreicht das Ganze. Und wer möchte, kann natürlich ein bisschen ein Maraschino hineingeben. Das passt ganz wunderbar, dieser Geschmack. Maraschino ist ja ein Kirschlikör, der ist total super süß. So hebe ich mir das jetzt auf im Kühlschrank bis morgen und erst morgen werden wir uns da ein paar Erdbeerstücke hineinschneiden und so geben wir das dann auf die Torte. Also, ich wünsche einen schönen Tag und bis morgen. Unsere Joghurt-Torte ist jetzt wunderbar durchgekühlt und fest geworden. Jetzt werden wir mal den Tortenring herunterlösen. Ganz vorsichtig. Ja, schön. Schön schaut es aus. Und dann zieht man die Folie herunter. Eine herrlich frische Torte. Da habe ich mir die Erdbeeren ja schon püriert, das haben wir ja zuerst schon gemacht, mit Zucker und ein bisschen Zitronensaft und das Ganze habe ich ein bisschen kühl gestellt. Jetzt habe ich mir ein paar Erdbeeren so würfelig geschnitten und die gebe ich mir jetzt in meine Erdbeermus, in meine Erdbeersoße, einfach so ein bisschen zum Marinieren. Und ich mache das ganz gern dann immer so einfach in die Mitte der Torte dieses Erdbeerragout drauf geben. Und das verrinnt dann ein bisschen. Das schaut eigentlich ganz toll aus. Und dann noch mit Erdbeeren, mit ganzen Erdbeeren, ein bisschen ausgarnieren. Und schon haben wir unsere wunderbare Erdbeertorte fertig. Ja, vielleicht hat euch dieses Rezept gefallen. Dann probiert es aus, macht es noch. Es war keine Hexerei. Bis zum nächsten Mal.